Es hat geklopft. Ich schaue mich hier nochmal um. Nein. Wieso ist er drin? I was looking for you. Wieso bist du hier drin überhaupt? Ungefragt. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Was ist die Farbe da oben am Kopf? Rosa Farbe in den Haaren. Hat vor kurzem gemalt. Ist es vielleicht der Maler? Alt und abgetragen. Keine Spuren körperlicher Arbeit. Also ist er verkleidet. Verbirgt etwas Quadratisches. Ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er mein neues Spiel sei. Ein rosafarbener Klecks in seinem Haar verrät mir, dass der Mann mit der Kunstwelt zu tun hat. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßig körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut. Das widerspricht jedoch seinem Auftreten als Matrose. Nur sehr wenige Künstler kennen meinen Namen oder wissen, wo sie mich finden können. Von daher ist Werner Vogel die naheliegendste Wahl für den Spielleiter. Angesichts des quadratischen Objekts in der Tasche des falschen Matrosen folgere ich, dass er ein Angestellter von Mr. Vogels Kunstgalerie ist und der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mir eine Einladung zu überreichen. Okay, als verkleideter Maler, ein Matrose, ne? Oder Matrose, der gerne malt. Ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er mein neues Spiel sei. Seine Hände zeigten keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, kein Schwielen, keine Hornhaut, bla bla. Doch aufgrund der alten zerschlissenen Uniform, die er trägt, gehe ich davon aus, dass er noch als Matrose im Dienst ist. In seinem Haar ist ein rosafarbener Klecks, was die Vermutung naheliegt, dass er auf irgendeine Weise mit der Kunstwelt zu tun hat. Angesichts der kleinen quadratischen Objekts in der Tasche des Mannes folgere ich, dass der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mich zu seiner Kunstausstellung einzuladen. Nein, als Matrose verkleideter Maler. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Der Typ ist seltsam. Also, der Vogel. Der Werner. Mein lieber Sherlock Holmes, wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können, vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road und Hermes Avenue in der Altstadt. Bazaar, Hermes, Altstadt. Ihr treuer Freund vor allem. In der Altstadt, Bazaar Road, Hermes Avenue. War doch Hermes Avenue, ne? Ja. Oh, warte mal, wir haben noch Gedankenspiele. Mutterliebe. Mein imaginärer Freund Jon. Ja. Die Geisteskrankheit meiner Mutter könnte erblich bedingt sein und womöglich bin auch ich davon betroffen.
Na, das glaube ich nicht in der Form. Wobei, da gab es doch irgendwas mit seiner Schwester, ne? Um die psychische Verfassung meiner Mutter war es nicht gut bestellt. Okay, das nicht. Dann schauen wir mal, was der Werner Vogel hier vorhat, ne? So, Marke ist gesetzt. Können wir ein bisschen hin teleporten? Ja. Wir gehen dahin. Was ist denn? So, gleich kommen wir an. Entschuldigung, Pharmacy. Wo soll ich nochmal hin? Galerie befindet sich in der Karawanserei. Ist doch das Ding hier drüben, ne? Ja. Laufen wir gerade nicht drauf zu, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Da lang. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. I will see what I see. Okay. Liebe und Schmerz. Edward Munch. Schutzgeist der Gewässer. Oh. Der gelbe Christus. Das Grab eines Selbstmordopfers. Wir sind von da drüben gekommen, ne?
Papst Formosus und Stephan der Vierte. Ja, wir sind von da gekommen. Mittagessen auf dem Gras. Ein Manet. Bollington von hinten. So sieht also ein Bollington von hinten You aus. sure you don't like art, Sherry? Ne. Die Erscheinung. Gustav Moreau. Na, der Ursprung der Welt. Im Busch. Papst Formosus hatten wir schon mal. Ah, wir sind einmal im... Wo ist die geheime... Bist du die geheime? Nee. Ach, hier hinten geht's weiter. Das ist der Keller. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Wer schläft denn hier unten, bitteschön? Neben den Kohlenschuppen? Old, and hasn't been used for a long time. Zoll. The left 24 step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. A true artist never shows an unfinished piece. Okay. Leider sieht man keine weiteren Spuren. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Scheint vor kurzem etwas bewegt worden zu sein. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Okay, wir haben eine neue Sache für Gedankenspiele. Muse aus der Ferne. Ja, Hand- und Schuhabdrücke aus Kohlestaub. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Da ist nichts weiter. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. A Malpalbot. Interessant. Malpal. Das war aber nur der erste Hinweis gerade. Achso, warte mal. A Malpalbot. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache.
Ein Mann mit einem Kohlebart. The parasites of creativity? Or just a reflection of the artist's recreational interests? Der Typ ist seltsam. Saturn devouring his son. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. So, was tue ich jetzt hier? Eindringling ist Raucher und hinkt. Hand- und Schuhabdrücke aus Kohlestaub. Ne. Das gehört nicht zusammen. Im AC Swinburne-Raum fanden wir einen Sarg vor. Darin liegt ein Skelett, das ein wenig bewegt wurde. Auf dem Sargdeckel hinterließ jemand einen Handabdruck aus Kohle. Auf dem Boden des IJ Franco-Raums ist eine Spur von Schuhabdrücken aus Kohle zu sehen. Dabei sind die Schritte mit dem linken Fuß kürzer. Aber vielleicht kann er der Spur folgen. Huch. Okay, die zählen nicht. Hier waren mal Gemälde. Das haben wir schon. Vielleicht kriegen wir ja hier noch irgendwie oder auch nicht. Da kommen wir nicht weiter. Und nun? I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was jetzt hier erwartet wird. Also recht anstrengender Tag wird gewesen hier. Aber ein bisschen machen wir noch, ein paar Minütchen. Da komme ich nicht durch. Hä? Merperl Zigarettenstummel. Habe ich den? Ne, den habe ich nicht als Hinweis. Ach, warte mal. Raum AC Swinburne. Mhm. A simplistic attempt at provocation. Closed with a metal bolt. Was haben wir denn hier? Magnet, Späne, frisch. Footprints. Size 9.5. Das ist Standard, ne? Das ist Standard. So eine 39, 40, glaube ich, ist das, ne? So, mein lieber John. Ach du Gott. Oh, da wird was aufgehangen und das klingt wie ein Code.
Okay, den lassen wir mal. Okay. Was haben wir denn hier? Das Schlimme ist, wir wissen es ja nicht. Ja. Oh, das klingt plausibel, was er da macht. You're not even trying, Sherry. Auch nur Korb. Concentrate. Na gut, wir können es nicht auf ihn direkt zumünzen, ne? Was war das? Ist hier irgendwas aufgegangen? So, jetzt aber. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Wir haben jetzt alles umgemünzt. Die Leiche wurde bewegt. Die Verbrennung war ein Unbekannter. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ich habe keine Ahnung. Der scheint von innen gekommen zu sein. Guck mal da. Von innen ist auch hier Kratzspuren. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ich weiß es nicht. Nee, da hat sich Kinder obwohl, könnte schon, doch. Es hat sich jemand im Sarg versteckt. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. So.
Das Geräusch hatte der Eindringling verursacht, der über die Kohlenrutsche in den Keller gelangt war. Als er Mr. Vogel herunterkommen hörte, versteckte er sich im Sarg. Er wartete, bis Mr. Vogel die Karawanserei verlassen hatte und begann dann mit seinem Vandalismus. Dabei hängte er die Gemälde im Oberwaldraum ab und verbrannte sie. All das könnte jedoch lediglich als Ablenkung von einem Diebstahl gedacht gewesen sein. Und hier haben wir ein Gesprächsdingens. So, das machen wir noch. Da. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. Warum ist er so überrascht, so positiv? Und dann, ja, ich kenne aber keinen, der das, ne? The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene.
Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Okay, Schlüsselhinweise erhalten. Aber nichts von übermäßiger Bedeutung, sondern nur, dass wir jetzt wohin müssen. Und wohin ist dann natürlich in ein Rathaus oder in eine Zeitung oder so. Aber nicht mehr heute. Ich habe heute ein bisschen zu tun. Im Sinne von, ich würde jetzt schon gerne ins Bett gehen. Es war eine sehr kurze Nacht. Kinder, sage ich dazu nur. Und dann war es ja auch ein sehr, sehr anstrengendes Abendbrot, ne? Mit viel Stehen, Machen und Tun. Das hat dann doch ein bisschen Nachdruck verdient auf die Müdigkeit. Nichtsdestotrotz, hier an der Stelle ist erstmal Feierabend für heute. Morgen ist Gelegenheit. Das heißt, morgen ist dann wieder YouTube angesagt, ne? Und wir kommen eigentlich ganz gut voran, habe ich das Gefühl gerade. Und so nach und nach vertieft sich das. Also man hat hier wirklich jetzt das Gefühl, wie bei den vorherigen Sherlock-Spielen, also die letzteren Sherlock-Spiele, da kommt mehr Tiefgang jetzt dazu. Ne? Ist jedenfalls bei den Gefühlen. Es ist sehr, 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 sehr opulent und langatmig, ja. Das macht es manchmal auch ein bisschen ermüdend, muss man auch dazu sagen, weil es sehr viel ausartet. Aber wir haben hier einen Fall nach dem anderen und wir haben ja noch hier einige, wir haben genug zu tun. Also ich glaube, bei dem Spiel wird es ähnlich wie bei The Witcher 3 nicht langweilig in der nächsten Zeit. Nun gut, schlaf gut, träumt was Schönes, bleibt gesund, ne? Macht einen schönen Samstagmorgen, ne? Ein schönes Frühstück essen, nicht vergessen, ne? Mit einer der wichtigsten Mahlzeiten des Tages. Und bis dahin, euer Firefox.